F-Coins ist wie mit dem echten Geld. Oder wie mit dem Gehalt. Kommt immer am Ende des Monats. Sagen die Klugscheißer, man kann auch zur Mitte oder am Anfang des Monats sein Geld bekommen. Ja, aber ich krieg's am Ende, also das ist bei mir wie beim Gehalt. So. Aber das mit dem Urlaub steht noch, oder hast du den auch schon abgesagt? Hast du den Urlaub auch schon abgesagt für deine Flive-Sucht? Der steht noch. Betonung liegt auf noch. Auf jeden Fall. Zwischen Dänemark und Schweden ist eine Brücke. Okay. Entschuldigung, Professor Dr. Skandinavien. Nicht jeder hat die Karte von scheiß Skandinavien studiert. Ich war noch nie in einem Land, das nördlich von Deutschland liegt. Und das will ich auch nicht ändern. Muss aber ganz schön lang sein. Danke, Freaky. That's what she said. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Diese verdammten Ganesa. Die würde ich gern essen. Das ist einfach ein pechschwarzen Spinnenbogen. Also ich finde persönlich, der ist ein bisschen zu dünn. Ich meine, klar, es macht schon Sinn, weil er aus Spinnenbeinen besteht. Und die sind nun mal ziemlich dünn, aber mir wäre der zu dünn. Der hat zu wenig Substanz. Ist ja nur so ein Zahnstocher. That's what she said. Well. I can't, man. Er macht einfach 7 Tage krank, um Flive zu zocken. Can't fucking believe it. Sir. Ja, was Besseres zu tun, als mich am Bahnhof mit 14-jährigen Kindern zu schlagen. Sir. Aber danke für den Ratschlag. Wieso schlagen, wenn man dieselben Kids bei Flive scammen kann? True. Lebensweisheit. Dann weißt du jetzt ja genau, wo der Fehler liegt. Freundin verlassen, Freunde kündigen, Telefonnummer ändern, umziehen, Job kündigen und reinsuchten. Protokoll 47 der Flive-Enzyklopädie. Wie man ein erfolgreicher Spieler wird. Teil 47. So. Spielstunden habe ich. Weniger als fast alle, die gerade anwesend sind. Ich habe gerade 275 Spielstunden auf dem Server. Ich wette, fast alle von euch haben mehr als ich. 275 habe ich. Ich bin casual. Ich bin ein Casual Gamer. Link zum Video. Ich habe es ausgerechnet, die PvE-Belohnungen, wenn man hochrundet, also es sind eigentlich nicht ganz $6.000, aber ich habe es mal hochgerundet, weil das hat GalaSafe auch gemacht. Also ich habe den Preis vom offiziellen Apple Store genommen, da kostet das MacBook $1.099. Was übelst der Scam ist, beim deutschen Apple Store kostet es 1.099 Euro. Aber 1.099 Euro und Dollar ist ja nicht das gleiche, weil gut, die Amerikaner müssen safe noch Taxes drauf zahlen, also zahlen die wahrscheinlich trotzdem 200 Euro mehr. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall, alles zusammen kommt es so ungefähr auf $6.000. Also eigentlich sind es 5.940 oder 60, aber ich habe es halt wie gesagt aufgerundet auf 6K. Und das bedeutet, wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, was das bedeutet? Das PvP-Event könnte einen potenziellen Preispool von $104.000 haben. What the fuck? Die haben $6.000 Preisgelder im
Wenn du die F-Coin mitzählst, was eigentlich schon fast unverschämt ist, weil F-Coin sind ja eigentlich wertlos, aber gut. Ansichtssache, I guess. Kommt drauf an, wen man fragt. Aber wenn man die F-Coin jetzt mitrechnet, das habe ich gemacht, dann kommst du, wie gesagt, auf $6.000 und der Gesamtpreispool liegt ja aber bei 110.000. Und das bedeutet, wenn du von 110.000 6.000 abziehst, bleiben 104.000 übrig. Und das bedeutet, im PvP-Tournament, auf wie viele Teilnehmer ist natürlich die Frage, also wahrscheinlich auch Platz 1 bis Platz 10 oder so, werden dann umverteilt $104.000 ausgezahlt. Also Platz 1 wahrscheinlich 50.000, Platz 2 vielleicht 30.000 oder Platz 1 60.000, Platz 2 20.000. Also das könnte ziemlich brutal werden, was man da für Belohnungen bekommt. Weil, wie gesagt, sie haben 104.000 jetzt noch übrig, die sie irgendwie ausschütten. Verbrecher. Die sie irgendwie noch ausschütten, wollte ich eigentlich sagen, müssen oder müssten. Sonst wäre diese 110.000 $, das wäre dann eigentlich falsch. Was ich mir dann aber auch gedacht habe ist, also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber wer es nicht mitbekommen hat, aber ich weiß, die meisten von euch haben es mitbekommen, es gibt ja aktuell dieses F-Coin-Event Research and Share und Screenshots. Da werden ja auch jede Woche, lass mich nicht lügen, aber auch über 6.000 F-Coin, glaube ich, ausgeschüttet. Theoretisch zumindest. Wenn sie die auch mit reinrechnen, die 110.000, dann wäre es natürlich nochmal ein bisschen weniger. Dann wären es wahrscheinlich nur noch 100.000 F-Coin. Aber so oder so müssten es um die 100.000 F-Coin Minimum sein im PvP-Tournament. Also eigentlich genauso wie 2011. Und 2011 hat das Gewinnerteam $50.000 bekommen. Und da du ja zu viert bist, sind es dann 12.500. Allerdings muss man dann irgendwie noch Steuern zahlen. Also die haben dann schon gesagt, also stand ja gleich bei der ersten Ankündigung dabei, dass sie dann direkt auch mit den Steuern nochmal da irgendwas machen müssen oder so. Also wahrscheinlich musst du dann direkt nochmal 2.000 abziehen, weil du Steuern zahlst oder so. Aber so oder so, rund 10.000 € kannst du damit nach Hause nehmen. Knapp 10.000 €. Wenn du da gewinnst. Ist nicht schlecht. Weil man stark davon ausgehen kann, dass die Leute, die gewinnen werden, höchstwahrscheinlich auch 10.000 ausgegeben haben. Also sind sie dann letztendlich plus minus null. Mit einem Gratisurlaub in den Philippinen. I guess. Aber, ja. So viel dazu. Also ich habe ja gestern gesagt, ich werde es mal ausrechnen. And I did it. Also wenn jetzt irgendwas unter 100.000 im PvP-Tournament, wenn man die PvP-Tournament-Belohnungen zusammenrechnet, also in Dollar muss man natürlich immer rechnen, nicht in Euro, in Dollar, alles unter 100.000 wäre merkwürdig, weil dann würde man fragen, wo ist der Rest? Genau. Aber ja. Just for your knowledge. Dein Damage wäscht halt einfach alte Männer bei Aatrox. Das ist einfach so. Du kriegst Durex-Werbung auf Twitch? Hold up. Aber warum? Leute, die auf Twitch rumhängen, haben doch kein Geschlechtsver... Wait. Hold up. Heute jetzt eigentlich ins Bett, aber hänge noch eine Levelstunde dran. Hört sich an, als wärst du krankhaft süchtig. Sehr gut, weitermachen. South Park Folge vom History Channel, wo sie einfach die ganze Zeit nur über Aliens reden. In jeder Sendung. Pilgerväter und Aliens. Ritter und Aliens. Die alten Wikinger und Aliens. Ich glaube, den müssen wir in Deutschland auch langsam mal empfangen. Scheint so, als wäre der amerikanische History Channel besser als unsere Dokus. Die scheinen da etwas auf der Spur zu sein. Dwayne The Rock Johnson und Aliens. Jetzt im Kino. Endlich geklärt, danke, ey. Dafür bin ich da. Ich bin hier, um Fragen zu beantworten.
Bada bing. Bada boom. Da ist es. Yeah. So, Diamond Nation. Es sind überwiegend Waffen geplust. Also eigentlich hat jede Waffe mindestens 10% Chance auf einen Diamond. Es sind auch Cleaner dabei, aber eigentlich überwiegend plus 1, 2, 3. Also Minimum die Hälfte ist plus 1, 2, 3. Eher mehr als die Hälfte. Entsprechend soll das Ergebnis jetzt eigentlich ein bisschen besser ausfallen. Na, trotzdem nur 6. Ja, es waren schon noch einige Cleaner dabei tatsächlich, aber